Nazca, Peru. Eines der größten archäologischen Rätsel der Erde, mit seinen Linien, Pisten, Tierfiguren, komplexen geometrischen Formen und seltsamen Figuren mit Antennen. Wie kann man all das mit einer Theorie erklären? Nehmen wir einmal an, jemand in antiker Zeit besaß Satellitentechnologie, um die Erde zu kartografieren. Es ist für jede Intelligenz erstrebenswert, gute Karten zu besitzen. Dafür braucht man heute Kalibrierziele am Boden. Nazca bietet alles, was man dafür braucht. Flächen zur Helligkeitskalibrierung, vermutlich einst mit weißem Glas überzogen. Ziele zur Positions- und Richtungsbestimmung. Trapezförmige Flächen zur Bestimmung des Neigungswinkels der Fotografie. Feine Linien zum Einstellen der Schärfe und Erkennung der Auflösung. Lange Linien zum einfachen Verbinden von Einzelfotos im Bezirk, oder geben Sie die Umlaufbahn der Satelliten an? Und eine Figur, die alles vereint. Richtung, Neigung, Helligkeit, Schärfe. Mit dieser Figur lässt sich alles einstellen. Dann gibt es die Mandala, komplexe geometrische Figuren als Steinsetzung. Diese haben nicht nur Verbindungen zueinander, sondern auch zu den umliegenden Flächen. Sie verbinden diese über viele Kilometer Entfernung. Die Verbindungen sind sehr komplex und nur mit der Sicht von oben als Satellitenfoto zu erkennen. Selbst aus einem Flugzeug wären diese Verbindungen aufgrund der Bewegung nicht zu erkennen. Man braucht ein Foto, um das in Ruhe zu zeichnen, oder einen bildverarbeitenden Computer. Die gesamte Konstruktion wird erst sichtbar, wenn wir die Kreise noch dazu schalten, hier in Gelb. Einige Verbindungen des gelben Kreises führen noch nicht schlüssig ins Ziel. Andere hingegen schon. Aktivieren wir den rechten Kreis in Grün. Auch dieser zeigt mit manchen Strahlen auf die Ecke einer Nazca-Fläche. So sind bereits viele der umliegenden Flächen über das Mandala definiert. Interessant werden nun die Schnittpunkte der beiden Kreise, hier in Violett. Darüber kann man weitere Flächen ermitteln. Hier zum Beispiel über eine bereits durch das blaue Quadrat definierte Ecke.
Verbindet man diese beiden Schnittpunkte, trifft man auf eine weitere Kante einer Fläche. Hier ein sehr klares Beispiel im Norden der beiden Kreise. Nur der Kreuzungspunkt ist hier von Bedeutung. Archäologen behaupten, diese Figuren seien von Hippies in den 70ern neuzeitlich angelegt worden. Das kann angesichts der festgestellten Verbindungen jedoch ausgeschlossen werden. Sie hatten die Satellitentechnik nicht. Offensichtlich im Gegensatz zu den Erfindern der Nazca-Linien. Diese mussten über Satellitenfotos sehr hohe Auflösung verfügen. Denn bis heute sind diese Figuren aus dem All nicht ausreichend erkennbar. Außerdem hat ein russischer Forscher 19 weitere Mandala-Figuren in einen abgelegenen, schwer zugänglichen Teil in der Wüste entdeckt, von dem die Archäologie nichts weiß. Hier waren keine Hippies. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Hier liegt auch ein unmöglich zu konstruierender Kreis mit einem Durchmesser von 112 Meter, der nur aus Sicht von hoch oben vollkommen rund erscheint. Er wäre mit einem 56 Meter langen Seil aufgrund des steilen Geländes unmöglich zu konstruieren. In Nazca ist alles miteinander verbunden. Wir müssen die Seitenkanten oder Linien nur verlängern. Die weißen Linien entsprechen den Verlängerungen. Hier ein besonders schönes Beispiel. Verlängert man eine Kante der Dreiecke, kann man 4 parallele Linien bilden, die auf eine Ecke des nächsten Dreieckes treffen. Am Ende werden sie auf einen Steinkreis gelenkt. War Nazca die Bodenstation zum Kalibrieren von Satelliten? Es gibt noch weit mehr Indizien, die für diese Theorie sprechen. Alle Symbole in der Wüste sind damit erklärbar.